So, jetzt geht es weiter. Da haben wir für die Kronenmutter haben wir schon die Versicherung reingegeben. Weil das haben wir ja ausdistanziert. Da ist kein Axialspiel jetzt mehr drinnen. Dann gebe ich da eine Distanzscheibe, da habe ich ein bisschen Fett aufgegeben. Dass das nicht gleich runterfällt, das hält. Dann habe ich da eine Markierung gemacht, damit ich dann weiß, wo ungefähr die Mitte ist. Das braucht man später. Einfach eine Markierung einmal. Dann gebe ich diese Hülse, da habe ich exzentrisch eine dicke Version, eine dünne. Die dicke zur Schnecke, also so hinein, eingefettet natürlich. Gerade so. Und dann stecke ich das rein, aber nicht in die Mitte, sondern auf der Seite. Dass ich einfallt habe. So, jetzt bin ich drin. Und das habe ich mir schon vorher vorbereitet. Da kommt dann das Heißlager, das Fett rein, das Fließfett. Den Anschlag habe ich vorher schon, bevor ich das Video gemacht habe, eingestellt, dass genau druckt, dass diese nicht hin und her wackeln kann. Das mache ich natürlich dann fest. Und mit dem da sieht man jetzt die dicke Seite zu der Schnecke und die dünne. Das ist eigentlich zum Einstellen. Ich möchte die Schnecke so knapp wie möglich dran haben, also die Lenkungswelle an der Verzahnung. Und das kann ich mir jetzt einstellen mit dem. Jetzt zwickt es. Das heißt, ich werde es so machen. Eigentlich so. Und dann kann ich es nachher noch einstellen. Dann kann ich es nachher noch in die Richtung stellen. Das ist fast. Das geht sich aus. Nur gehört dann natürlich der O-Ring rein. Dann die Papierdichtung. Das. Also so rüber, haben wir gesagt. Und da habe ich einen Wellendichtring drinnen. Die Platte kommt dann drüber. Und dann ist das Lenkgetriebe bis auf den Hebel, was man dann auch in die Mittelstellung einstellen muss, ist ziemlich fertig. Machen wir dann weiter. Geht schon.